Wien, Stadt der Musik, Stadt der Geschichte, Stadt der Träume. Eine weltoffene Metropole im Herzen Europas. Kunst, Kultur und Architektur. Kommen Sie mit auf einen kleinen Spaziergang zu den schönsten Sehenswürdigkeiten und Plätzen dieser Stadt. Auf der Ringstraße kommen Sie zum Beispiel an der Wiener Staatsoper vorbei, die als traumhafte Kulisse für den weltweit bekannten Opernball dient. Auch das österreichische Parlament können Sie kaum übersehen, wenn Sie entlang der Ringstraße spazieren. Hier tagt der Nationalrat, der die politische Landschaft Österreichs maßgeblich mitbestimmt. Auf der Spitze des angrenzenden Rathauses thront der über 3 Meter hohe Wiener Rathausmann, der als Symbol für die Stadt Wien von oben frech herunterblinzelt. Der österreichische Bundespräsident residiert in der Wiener Hofburg, die einst Residenz der Habsburger war. Die direkt daneben liegende Neue Burg beherbergt unter anderem die öffentlich zugängliche österreichische Nationalbibliothek. Wenn Sie Lust haben, die Wiener Ringstraße mit dem Flacker zu erkunden, dann können Sie diese Prachtstraße gegen einen angemessenen Fuhrlohn mit einer zweispännigen Kutsche erkunden. Da kommen Sie dann auch am Wiener Burgtheater vorbei, dem größten Schauspielhaus des deutschsprachigen Raumes und einem der bedeutendsten Spielhäuser der Welt. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das jährlich in über 90 Länder übertragen wird, kommt aus dem Haus des Wiener Musikverein, das in unmittelbarer Nähe der Ringstraße liegt und im historischen Stil nach Vorbildern der griechischen Antike gebaut wurde. Einer der bekanntesten Plätze im Wiener Stadtzentrum ist der Schwarzenbergplatz mit seinem Heldendenkmal. Darüber hinaus befinden sich nicht weniger als 15 bedeutende Gebäude auf dem 2004 modern umgestalteten historischen Platz. Der weitläufige Karlsplatz mit den schon von Weitem sichtbaren Reliefsäulen der Karlskirche. Sie ist eine der herausragendsten barocken Kirchenbauten im Zentrum von Wien. Ein weiterer Platz inmitten der Stadt, der zum Verweilen, Spazieren oder Ausruhen einlädt, ist der Heldenplatz direkt an der Ringstraße und in unmittelbarer Nähe zu den beiden bekannten Museen. Das Kunsthistorische Museum liegt genau gegenüber seinem Schwesterngebäude, dem Naturhistorischen Museum. Die beiden Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Gebäude zählen zu den prachtvollsten historischen Gebäuden der Ringstraße und locken jährlich fast 3 Millionen Menschen an. In einem komplett anderen Stil präsentiert sich das Hundertwasserhaus. Es wurde in den 1980er Jahren als Gemeindebau errichtet und sollte laut dem weltbekannten Maler Friedensreich Hundertwasser ein Haus für Menschen und Bäume werden. Ganz in der Nähe befindet sich auch das Museum Hundertwasser, welches in dem vom Künstler entworfenen und reichlich begrünten Kunsthaus Wien untergebracht wurde, das 2018 als erstes Museum in Österreich mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. Wer das unbeschwerte Vergnügen sucht, wird im Wiener Prater fündig, egal ob Geisterbahn oder Autodrom. Am Ende sollte immer noch genügend Zeit sein für eine Fahrt in einer der 15 Gondeln des Riesenrads, dem wohl bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Wenn Sie nach den vielen Sehenswürdigkeiten jetzt vielleicht Lust auf Shopping haben, dann flanieren Sie doch auf einer der zentrumsnahen Einkaufsstraßen, wie zum Beispiel der Landstraßer Hauptstraße mit ihrem kulinarischen Zentrum, dem Rochusmarkt. Hier können Sie bummeln, stöbern und vielleicht das eine oder andere Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen. Der absolute Höhepunkt jedes Wien-Besuchs sollte jedoch der Stephansplatz sein. Hier steht auch der platzbeherrschende Stephansdom,
mit seinen 136 Metern Höhe. Der Bau des Steffels, wie ihn die Wiener liebevoll nennen, dauerte über mehrere Jahrhunderte. Na, haben Sie vielleicht ein bisschen Lust auf Wien bekommen? Haben Sie Ihr Lieblingsplätzchen schon entdeckt? Wollen Sie eine der lebenswertesten Städte der Welt mit Ihrem Fotoapparat unsicher machen? Dann kommen Sie doch einmal nach Wien und lassen Sie sich vom einzigartigen Flair dieser Stadt verzaubern. Eine Stadt, wo Geschichte auf Moderne trifft. Servus und vielleicht bis bald in Wien.